dann mal praktisch das Gegenstück zu der gefahren bin, die 100R, ja, da habe ich dann gesagt, Und was ist die Diagnose? um sowas zu Stehbolzen, lose. auf einer CS-Basis. Hat sich gereimt. Hey, Achso, stimmt. lass mir das. Stimmt nicht, oder? Weil Ich bin sensibel. Oder eine GS Wo? war nie mein Ding. Überall. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Ich habe den Hendrik neben mir. Von Rockoil, wenn ich jetzt sage, ist blöd, ne? Ja, ist gut. So, er sagt, von Rockoil. Da irgendwo. Kleines Da ist er. Hast du ein Piercing? Markenbranding, nee. Nee, okay, deswegen Das findet man ist so immer nicht. so. Und da hat sich der Stehbolzen gezogen. Also nicht der Stehbolzen, sondern der Stehbolzen. So, also wie man das merkt ist, man zieht die Muttern von den Kipphinnen nach und wenn die dann nachrutschen, dann zieht sich der Stehbolzen raus. Und mit der Diagnose ist er hergekommen und dann haben wir Folgendes gemacht und das seht ihr jetzt in diesem Video. Bulldozer machen Motorräder und Luxusautos platt. Welche SWT-Nummer hast du? Das ist die Nummer 138. Warum ist die noch nicht vorgestellt worden? Das hat sich schon nicht ergeben. Das Motorrad ist noch nicht fertig. Der oder? Johannes wollte mich mal besuchen. Wollte ein bisschen durch Rheinhessen Kann man auch ruhig mit reinnehmen. Ja, das machen wir noch. Okay. Also ich gehe einfach nur mal kurz rum für den Johannes. Der spielt dann die Musik ein. Schau mal, ob du die... Dann bewegt sich nichts da hüben. Oder? Jetzt für die Kamera schlägst du endlich drauf. Die ganze Zeit habe ich nichts gehört. Kommt aber langsam, ne? 3 Stunden später. Ja, das sieht doch gut aus, den können wir so hängen lassen, der stört gar nicht. Fast wieder heim, alles hängt, ne? Läuft. So, nachdem du jetzt in die Analien gegangen bist und hast ganz tief reingegriffen, was ist da jetzt kaputt? Totalschaden. Manuel, kaufst du Schrott auf. Kann man da hinzoomen? Nee, ne? Das geht nicht. Jetzt kannst du es fokussieren. Gehört eigentlich hier rein. Das ist kein Problem. Hast du nicht den Knetmetall von Inotec? Der hilft da bestimmt. Bestimmt. Okay, dann musst du jetzt den Pisten noch abmontieren. Der muss weg. Ja, und die Seite war auch locker, hast du gesagt. Nee, die war fest. Die war fest. Poliert. Okay, dann haben wir nur eine. Gucken wir mal. Das ist genau auf Augenhöhe bei dir, oder? Genau. Geh mal hin. Fies. Der Stapler, den können wir doch mal abhängen, oder? Genau, Augenhöhe. Ich überlege gerade, was wir machen. Da drin ist das Loch. Sieht man vielleicht, wenn du tiefer gehst. Die Ölbohrung. Ja. Oben drin. Ich würde vielleicht nochmal iPhone 13 als Taschenlampe benutzen dafür. Das hilft. Ja. Ah, das ist auch noch spannend. Woher weißt du das denn? Siehst du den noch ohne Brille? Ja. Siehst du hinten in der Ecke? Ich sehe es, aber sieht die Kamera. Ja, jetzt sieht man es. Melden noch eine andere Kamera, mit der wir es finden. Ich habe da noch was. Das vorletzte Fisch, was das nutzt. Okay. Ja, wie ist der Plan? Das haben wir da rausgeholt. Der Plan wäre eigentlich jetzt eine Gewindebuchse reinzumachen, ne? Dann wären wir schon fertig. Aber die Frage ist, wie versorge ich meinen Motor noch mit Öl? Und das muss ich gerade überlegen. Okay. Kurze Gedenkpause. Wie original? Hab's nicht verstanden. Maximal original. Original SWD. Kriegst du das neu ohne Kratzer? Nein, Das habe ich mir gedacht. habe ich überhaupt keine Ambitionen dazu. Ich weiß. So. Ich habe gerade die neuen Nadellacher reingemacht. Das eine ist mir zu weit reingerutscht. Naja, ich kann halt einfach nichts. Warum habe ich die gewechselt? Wer gute Augen hat, also die unter 40, ein Fehlerstück. Und das ist so, weil der Stehbolzen reingeklebt war,
und dann ist kein Öl mehr am Kipphebel angekommen und dann ist der heiß geworden. Deswegen sieht er so viel anders aus wie das. Das eine ist schwarz, das andere ist glänzend. Und dann hat er sich zusammengefahren. Der hilft da das gute Öl nicht, ne? Spar nicht Zeug. Da läuft das Öl neben aus. Wir müssen es verdicht bringen, ne? Das ist unser Problem. Sonst Läuft das Öl wieder aus. unser Gewindebohrer fädelt sonst nicht. Das sieht jetzt aus, sind wir schon nichts mehr symmetrisch zum Original noch. Hinten siehst du, ne? Ja. Du machst einen Ölwechsel danach, ne? Unbedingt. Weil Bremsenreiniger. Der kommt nicht ist bis da unten rein. Der müsste jetzt gleich aufklettern. Ein bisschen runter, oder? Er sitzt an der Quelle also. Nee, aber der Bremsenreiniger müsste gleich aufklettern, ne? Kommt jetzt das Lagerschild, das wird von oben nach unten versorgt, ne? Da habe ich gar kein Bedenken. Und vor allem haben wir große Späne. Das ist immer schön, ne? Bremsenreiniger? Ja. Echt? Und Dosen und 20 Liter kannst Aber nicht von Rockwool, oder? Doch. Sogar chlorfrei. Ja? Und das andere ist nicht chlorfrei? Die handelsüblichen Bremsreiniger sind Chlor. Jetzt machen wir das Loch frei. Und gar nicht. So langweilig. Boah, stinkt das, ne? Jetzt noch Feuerzeug. Das war aber jetzt. Das sieht gut aus. Das machen wir jetzt mal. Bis jetzt ist noch nichts im Motorblock, was schön ist. So, zuerst haben wir mal Auspuff gelockert, Zylinderkopf runter, Zylinder runter, Schadensbild festgestellt. Das Schadensbild war so, dass neben dem Gewinde im Motorblock auch der Stehbolzen kaputt ist. So zum Einblenden. Ja, hat sich herausgestellt, dass das Ganze schon mal repariert war. Wir sind jetzt bei der Lösung Nummer 2. Die Lösung 1 wäre ein Gewindeeinsatz, ohne jetzt irgendeine Firma zu nennen. Die Lösung 2 ist für mich diese Stahlbüchse, die wir jetzt da reinsetzen. Und die Lösung Nummer 3 ist dann Hardcore, das heißt Aufschweißen mit neuem, frischem Aluminium. Das hält aber am besten. Aber da muss der Motor zerlegt werden. Weil ich Angst habe, dass die sich dreht. Jetzt in dem Moment ist es wirklich wurscht. Da kann man drüber diskutieren, wer will, kann was drunter schreiben. Was passiert, wenn die sich dreht? Da passiert eigentlich gar nichts. Wir haben eine kleine Kerbe reingefeilt. Also das ist wir, der Wolfgang hat es gemacht. Hier als Ölversorgung. Wenn die Ölversorgung jetzt hier, hier oder hier oben ist, ist egal. Latte wie Hose, Hauptsache es geht über den Stehbolzen, für die, die es gar nicht wissen. Der Zylinderkopf wird versorgt über den Stehbolzen. Was wir aber schaffen müssen, ist, es außen abzudichten, dass kein Öl von außen reinkommt. Das kann man mit der Dichtmasse machen, finde ich aber nicht optimal, weil wenn sich das löst, dann ist natürlich die Dichtheit in Frage gestellt und dann hat man immer hier so einen schwitzenden Kopf. Deshalb arbeite ich jetzt da mit Chemie, so ein Flüssigmetall. Damit bringe ich jetzt die Büchse da ein. Schaue, dass ich die Position erhalte. Die male ich mir auf meinem Werkzeug an.
Also ein bisschen was zum Denken ist es. Und dann setzen wir das rein und lassen das erstmal fest werden. Und danach kontrolliere ich dann die Bohrung. Dann wird das Ganze wieder zusammengebaut, aber heute nicht angeschmissen. Und wenn er dann läuft, ist es wichtig, dass bei beiden Stehbolzen das Öl rauskommt aus seinen Kipphebeln, dass man das sieht. Wenn wir es da drüben nicht schaffen, dann haben wir da drüben auch was falsch gemacht. Okay. Motorrad läuft, Öl kommt, es ist alles kontrolliert. Jetzt ist es wieder zusammengebaut. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ich danke dir, dass du da warst, Hendrik. Danke dir, danke Toll. euch. Und dass du uns weiterhin mit Öl versorgst. Guck mal, was da für kleine Hände hat. Und damit kann man leben. Verrückt, gell? Ist das eigentlich als Schwerbehinderung eingetragen? Oh, das hat geknackt. Bis bald, euer Manuel.